Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus der Abtei Münster-Schwarzach. Ich freue mich sehr, heute Pater Anselm neben mir begrüßen zu dürfen, der sich die Zeit genommen hat, mit mir über sein neues Buch Friede, Freude, Frust, was für ein gutes Zusammenleben wichtig ist, zu sprechen. Ich glaube nicht, dass Pater Anselm einer Vorstellung bedarf. Viele von Ihnen werden ihn schon als Autoren kennen oder auch einen Vortrag von ihm mal besucht haben oder vielleicht tatsächlich auch mal hier in der Abtei Münster-Schwarzach ein Seminar von ihm besucht haben. Pater Anselm, herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben, hier neben mir zu sitzen. Sie sind ja nicht nur als Autor tätig, sondern eben auch als Mönch, leben hier seit 55 Jahren in der Abtei und sind mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Würden Sie sich als Experte für gutes Zusammenleben bezeichnen? Ich denke, diese 56 Jahre Erfahrung im Kloster haben sicher mit viele Erfahrungen gezeigt, wie kann man gut miteinander leben. Und ich spüre eben in vielen Gesprächen, die ich mit den Gästen führe, dass oft Beziehungsprobleme im Vordergrund stehen oder auch das Miteinander in der Gesellschaft, das Miteinander in der Firma. Ich halte auch viele Führungsseminare. Und wie gelingt ein Miteinander? Und da wurde mir klar, dass unsere Erfahrung als Mönche doch da einiges beitragen kann. Und was hat Sie veranlasst, das Buch zu schreiben? Für mich ist wichtig, aus der Weisheit unserer Tradition zu schöpfen und die Weisheit der Tradition für unsere heutige Zeit neu zu formulieren. Und ich glaube, wie eine Gesellschaft miteinander leben kann, das ist ja ganz wichtig. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich so Spaltungstendenzen in der Gesellschaft gespürt oder auch in vielen Vereinen, Gemeinschaften. Und da wollte ich einfach eine Hilfe geben aus der Tradition der benediktinischen Spiritualität. Sie sprechen von einer Spaltung der Gesellschaft. Woran könnte denn das liegen? Die Spaltung liegt vor allem an der Sprache. Es gibt eine sehr spaltende Sprache, die ständig verurteilt und bewertet. Und ja, man kann den anderen nicht aushalten. Man meint, alle müssten gleich sein wie ich. Und zu einer Gemeinschaft gehört die Verschiedenheit, gehören verschiedene Charaktere und verschiedene Interessen. Und das können viele nicht aushalten, diese Spannung. Sie meinen, alle müssten so sein, wie sie selber sein wollen. Also dann ist gar nicht der Individualismus das Problem, sondern dass man möchte, dass die anderen genau gleich sind? Der Individualismus spielt natürlich auch eine Rolle. Man bindet sich nicht so gerne, man möchte alles selber bestimmen. Und wenn ich aber alles selber bestimmen will, schaue ich nur auf meine eigenen Interessen und kann die anderen nicht wahrhaben. Also beides sicher da. Das Kreisen um sich selber, um die eigenen Bedürfnisse, Hauptsache mir geht's gut und was die anderen machen, das stört mich höchstens. Also beides hängt zusammen und die Unfähigkeit, die Verschiedenheit auszuhalten auch. Und wie kann dann ein gesundes Miteinander aussehen? Einmal den anderen zu akzeptieren, wie er ist, sein zu lassen und eben nicht mit den eigenen Maßstäben zu sehen. Und natürlich zum Miteinander gehört aushalten, auch von schwierigen Mitmenschen. Nicht alle liegen mir, nicht alle sind mir so sympathisch und trotzdem geht es darum, die auszuhalten. Die haben ja auch was Wichtiges zu sagen. Und gerade in der Regel sind ja die schwierigen Mitbrüder eine große Herausforderung für die eigene Selbsterkenntnis und dass ich selber wachse. Statt zu jammern über die schwierigen Mitmenschen, soll ich sie als Herausforderung sehen, was trägt mich selber, woraus kann ich selber leben. Da haben Sie gerade auch einen sehr guten Punkt erwähnt, die Regel. Von welcher Regel sprechen Sie denn? Die Regel Benedikts, die hat ja Benedikt vor 1500 Jahren geschrieben und ist nach wie vor ein Buch voller Weisheit. Natürlich ist die Sprache teilweise zeitbedingt, aber wenn man mit der heutigen Brille diese Regel liest, dann wird man sehr viele gute Erkenntnisse daraus schöpfen. Das heißt, Sie leben tatsächlich nach der Regel des Benedikt auch hier im Kloster. Funktioniert das? Ja, natürlich ist die Regel für uns kein Gesetzbuch, sondern ist eine Quelle unserer Spiritualität und das gelingt durchaus. Also gerade Benedikt rechnet eben, dass es auch in der Gemeinschaft ständig Konflikte gibt und Ärgernisse gibt und deswegen ist für ihn einmal die Vergebung wichtig, dass man nicht ständig dem anderen nachrechnet und eine Haltung
gegen die er sehr kritisch ist, ist das Murren. Es gibt Menschen, die so alles vergiften möchten mit ihren negativen Emotionen. Das erleben wir in der Gesellschaft auch. Und da ist Benedikt ganz scharf. Es darf kein Murren geben, sondern man soll schauen, wie kann ich die Situation annehmen und wie kann ich die Gemeinschaft auch als Chance sehen, daran zu wachsen. Und die Gemeinschaft ist natürlich für Benedikt eben auch ein wichtiger Ort der Gotteserfahrung und der Ort, wo man die Nächstenliebe praktizieren kann. Sie haben auch gerade davon gesprochen, dass man den anderen sein lassen kann. Woher kommt denn diese Philosophie? Benedikt spricht von der Ehrfurcht vor den Menschen und die Ehrfurcht will keinen Besitz ergreifen vom anderen Menschen. Dieses Seinlassen ist auch bei Meister Eckhart wichtig, natürlich auch in der chinesischen Philosophie, das Wu Wei, die anderen mal sein lassen. Aber das geht ja auch in der Familie. Eltern meinen ja auch, sie müssten die Kinder ständig verändern und dann können sie aber nicht wachsen. Sie müssen auch mal sein gelassen werden, so wie sie sind und in der Hoffnung, dass sie in die Gestalt hineinwachsen, die ihrem Wesen entspricht. Dieses Sein lassen, das erfordert aber auch ein bisschen Optimismus, ein bisschen Zuversicht in das Gute des Gegenüber. Wie schaffen Sie diesen Optimismus aufrechtzuerhalten? Benedikt sagt ja, dass wir in jedem Bruder, in jeder Schwester Christus sehen sollen. Das klingt für manche vielleicht abstrakt, aber das heißt eben, dass ich den anderen nicht festlege auf seine Fassade und auf das, was mir vielleicht unangenehm ist, dass ich das nicht übersehe. Ich ziehe keine rosarote Brille an und sage, alle sind lieb und nett, sondern ich nehme auch die Realität wahr, aber ich lege den anderen nicht fest auf das, was ich sehe, sondern Glauben heißt hindurchschauen auf den Grund und das ist für mich ganz wichtig. Ich halte nur Vorträge für Menschen, an die ich glaube und wenn ich jemanden begleite, dann kann ich das nur, wenn ich an das Gute glaube, wenn ich meine, der möchte ja gut leben. Wenn ich den innerlich negativ sehe und abschreibe, dann wird er sich selber abschreiben. Aber manchmal kommt man doch in eine Situation, wo man mit extremen Positionen konfrontiert ist. Wie kann ich mit so einem Konflikt umgehen, mit so einer extremen Äußerung, die ich so nicht stehen lassen kann? Gut, für mich ist ein Satz von Albert Görres, einem Münchner Psychiater, wichtig, der sagt, keiner tut das Böse aus Lust am Bösen, sondern immer aus Verzweiflung. Und wenn einer so extrem komisch ist oder wirklich negativ, was man nicht stehen lassen kann, dann denke ich, wie verzweifelt muss der sein, wie zerrissen muss der sein. Und in dieser Zerrissenheit versuche ich aber trotzdem die Sehnsucht nach dem Guten zu erleben. Manche sind allerdings verzweifelt am Guten. Sie sind so verzweifelt mit sich selber, dass sie nur sich mit dem Bösen identifizieren können. Aber auch in diesen Menschen habe ich die Hoffnung, dass da eine Sehnsucht ist, gut zu sein. Und können Sie ja beschreiben, wie ich dann mit dieser Person umgehen kann, also ganz konkret? Einmal, dass ich das Negative, was er ausstrahlt, nicht in mich hineinlasse, sondern einen guten Abstand habe, mich distanziere und einfach mehr beobachte, was sagt er über sich selber und ja, wie kaputt muss der sein. Aber dass ich dann trotzdem die Hoffnung habe, wie könnte ich das ansprechen, seine Sehnsucht ansprechen. Der möchte ja nicht immer kaputt sein, der möchte ja sicher auch leben. Jeder Mensch will glücklich sein, sagt schon Augustinus. Und wie kann ich diesen Menschen, der so unglücklich ist, wenn er so negative Ausstrahlung hat, wie kann ich so seine Sehnsucht nach dem Guten, nach dem Glück ansprechen? Also es ist für Sie wichtig, dass wir mit den anderen Menschen sprechen? Dialog ist ganz wichtig und für mich ist eben auch wichtig, dass ich nicht belehre. Auch mit den Büchern will ich niemand belehren, sondern ich beschreibe das Leben, wie es ist und versuche immer beim Schreiben auch im Dialog mit den Menschen zu sein. Versuche Menschen vorzustellen, für die ich schreibe. Was könnte ich denen sagen und was sagen die mir, was können die erwidern. Vielleicht könnt ihr erwidern, ach, das klingt fromm, aber das ist unrealistisch und diese Fragen stelle ich mir immer wieder und wie kann ich dann trotzdem meine Botschaft so beschreiben, dass die Menschen es annehmen können. Wie gesagt, ich will nicht belehren, sondern ich will sie in Berührung bringen mit ihrer eigenen Weisheit. Und hinter allem Negativen steckt immer auch eine Weisheit in der Seele des Menschen. Trotzdem passiert es ja, dass man verletzt wird im Umgang mit anderen, dass es in einer Gemeinschaft eben nicht glatt läuft, dass man Konflikte austrägt.
Und wie können wir dann diese Konflikte hinter uns lassen? Man hat häufig das Gefühl, man trägt sie ja noch mit sich. Was raten Sie uns da? Gut, Konflikte sollen nicht übersprungen werden, sondern ich muss überlegen, können sie gelöst werden. Und Konflikte können nur gelöst werden, wenn ich dem anderen keine negative Absicht hinterstelle. Wenn ich sage, ach, der ist nur egoistisch, der will nur seine Interessen durchsetzen, dann sage ich, ja, jeder darf Interessen haben und jeder darf anders sein. Und wir können trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das eine, die Konflikte gelöst werden. Aber gerade in einer Gemeinschaft, wo man immer zusammen lebt, können nicht alle Konflikte gelöst werden. Und da ist dann eben auch wichtig, einmal die Vergebung, dass ich dem anderen nicht das aufrechne, du hast mich damals so verletzt und jetzt kann ich mit dir nicht umgehen oder ich zeige dir das, ich verletze dich genauso. Das ist nur möglich, wenn wir Vergangenheit hinter uns lassen, und Vergebung ist letztlich eine Befreiung von dem Negativen, was in der Vergangenheit war. Das Bild, das Sie jetzt gerade präsentiert haben und das Sie auch in Ihrem Buch zeichnen, das klingt nach einer idealen Gesellschaft. Können wir eine ideale Gesellschaft eigentlich überhaupt erreichen? Nein, ideale Gesellschaft gibt es auch nicht, und auch eine benediktinische Gemeinschaft ist keine ideale Gesellschaft. Benedikt ist ja nüchtern, also der rechnet eben mit ständigen Konflikten, mit Mönchen, die sich nicht an die Ordnung halten. Das ist in der Gesellschaft genauso. Ich erlebe auch Firmen, die ganz große Leitbilder haben, und ich bin immer vorsichtig, wenn man den Mund zu voll nimmt. Also wenn man sagt, wir sind die Idealgemeinschaft, wir haben eine vertrauensvolle Atmosphäre. Wenn man zu euphorisch von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft, vom Volk und so weiter spricht, dann gibt es ganz viele Schattenseiten. Deswegen bin ich dafür, realistisch die Gemeinschaft zu sehen, auch die Gesellschaft zu sehen. Im Dritten Reich war es ja auch so, das deutsche Volk ist da hochgehoben worden, und wie viele Schattenseiten waren dann. Also wenn man zu große Ideale hat, dann ist der Schatten umso dunkler. Das heißt, ein gutes Zusammenleben erfordert auch sehr viel Arbeit von allen Seiten. Erfordert Arbeit und erfordert auch Demut. Demut, dass wir Menschen sind und nicht alle Probleme lösen können, sondern dass wir uns aneinander reiben. Das darf auch sein. Und das zeigt, jeder von uns hat seine Grenzen und jeder kann auch dem anderen mal auf die Nerven gehen, so wie der andere mir. Das ist Realität, und da kann ich wachsen daran. Entscheidend, dass ich mich nicht als Opfer fühle von dieser komischen Gesellschaft, von dieser komischen Firma, von dieser Familie, wo es so viele Konflikte gibt, sondern dass ich das, was von außen auf mich einströmt, immer als Herausforderung sehe, daran zu wachsen. Danke, Pater Anselm, für diese ermutigenden Worte. Danke. Danke.